Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Anleitung von mir für euch. Für diesen schönen Zickzack-Schal benötigt ihr eine wunderschöne Wolle und eine 4,5er Nadel. Ich werde wie immer mit einem Farbverlaufsbobbel häkeln, denn dieses Muster kommt am besten zur Geltung, wenn man mit mehreren Farben arbeitet oder einen Farbverlaufsbobbel hat, der recht schnell die Farben wechselt. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Alle Angaben zur Wolle, zur Nadelstärke und Verbrauch findet ihr wie immer unterm Video in der Infobox. Und ich beginne hier zuallererst mit einer direkten Kette aus festen Maschen. Ihr könnt aber auch eine ganz normale Luftmaschenkette anschlagen. Dann nehmt allerdings, wenn ihr mit einer 4,5er arbeitet, eine 5er Nadel zum Anschlagen und wechselt dann, nachdem ihr die Kette gehäkelt habt, wieder auf die 4,5er Nadel. So bleibt die Kette auch schön elastisch. Zuallererst für diesen schönen Schal 106 Maschen an. Und wie gerade erwähnt, arbeite ich wieder mit einer direkten Kette, Fußschlingenanschlag. Es gibt mehrere Bezeichnungen dafür. Dafür häkle ich 2 Luftmaschen, gehe dann in die erste Masche zurück, hole den Faden durch, ziehe beide Laschen auf gleicher Höhe, das ist immer wichtig, damit die Kette auch schön elastisch bleibt. Häkel dann erst einmal den Boden für die Masche und dann durch 2 für eine feste Masche. Dieses hier kann ich dann zuziehen. Jetzt hat sich hier unten eine Masche gebildet. So, dann holen wir den Faden wieder durch, ziehen beide Laschen auf gleicher Höhe, durch eine für den Boden der Masche und durch 2 für eine feste Masche. Nächste gebildete Masche, Faden holen, beide Laschen auf gleicher Höhe, durch eine und durch 2. Nächste Masche, Faden holen, beide Laschen auf gleicher Höhe, durch eine und durch 2. So, und dann haben wir hier eine schöne elastische Kette. Und ich werde jetzt bis auf 106 Maschen hochhäkeln und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Zurück, nachdem ich dann meine Kette soweit fertig gehäkelt habe, habe ich hier eine beachtliche Länge, wo man schon fast sagen will, zu breit. Aber lasst euch davon nicht beeindrucken, da wir im Zickzack häkeln, wird sich das ja auch noch verschmälern. Und dann würde ich sagen, beginnen wir mit der ersten Reihe. Dazu häkeln wir 3 Luftmaschen für ein Stäbchen. Und am besten nehmt ihr euch auch noch Marker hinzu, für Anfang und Ende. Und wir beginnen einen Umschlag, eine Masche freilassen, in die zweite einstechen. Und dort häkeln wir 3 Stäbchen in die gleiche Masche. 1, 2 und 3. Dann setze ich mir den Marker in die erste Masche. Danach lassen wir 2 Maschen frei, eine Masche für diese Seite, eine Masche für den nächsten Fächer und häkeln nun in die dritte Masche 3 Stäbchen, drei Luftmaschen und nochmal 3 Stäbchen. Danach lassen wir wieder 2 Maschen frei und häkeln in die dritte einen Fächer aus 3 Stäbchen.
Als nächstes wieder 2 Maschen freilassen und jetzt kommen wir zu dem Bogen nach unten. Wir lassen 2 Maschen frei und häkeln nun 3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Dazu häkeln wir das erste Stäbchen halb ab, einen Umschlag, gleiche Masche, jetzt wieder 2 Laschen abhäkeln, also ein halbes Stäbchen, einen Umschlag und gleiche Masche, wieder 2 Laschen. Und danach alle gemeinsam abmaschen. Jetzt lassen wir 3 Maschen frei, stechen in die 4. ein und dort häkeln wir auch wieder 3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Und danach alle gemeinsam. Wieder 2 Maschen freilassen und einen Fächer mit 3 Stäbchen. Zwei Maschen freilassen und in die 3. 3 Stäbchen. Drei Luftmaschen und 3 Stäbchen, alles in die gleiche Masche. Zwei Maschen freilassen und nochmal einen Fächer mit 3 Stäbchen. So, und das ist dann auch schon der ganze Spuk. Wir beginnen mit einem Fächer, 3 Stäbchen. Danach kommt ein großer Fächer mit 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Um das Zickzack nach oben abzuschließen, dann wieder ein Fächer mit 3 Stäbchen. Um den Bogen zu häkeln, brauchen wir 3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen, 3 Luftmaschen und 3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Und danach kommt wieder der Bogen nach oben. Beginnend mit einem Fächer aus 3 Stäbchen, dem großen Fächer aus 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen und wieder abschließend mit 3 Stäbchen. Die Aufteilung der Maschen ist an sich ganz einfach. Am Anfang lassen wir eine Masche frei für das erste Stäbchen des Fächers. Die Masche, wo man reinhäkelt, ist das mittlere Stäbchen und die Masche, die man danach freilässt, die erste Masche, ist das dritte. Die zweite Masche, die man hier freilässt, ist wieder dann für das nächste Fächerlein. Und so weiter und so fort. Und dadurch, dass wir ja hier dann wieder mehr dazu machen, bekommen wir diese Spitze. So, und diesen Rhythmus häkeln wir jetzt bis zum Ende der Reihe. Wir können gerne noch mal ein kleines Stückchen weitermachen. Wir hatten jetzt den Bogen nach oben wieder abgeschlossen. Also geht es jetzt weiter. Wieder 2 freilassen und in die 3. 3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Drei Maschen freilassen, die bilden die Spitze dann nach unten und in die 4. Masche wieder 3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Jetzt beginnen wir wieder die Spitze nach oben. Dazu lassen wir wieder 2 Maschen frei und häkeln zuallererst einen Fächer mit 3 Stäbchen. Zwei freilassen und nun die Spitze. 3 Stäbchen in die gleiche Masche. Drei Luftmaschen und 3 Stäbchen.
Und um den Bogen nach oben abzuschließen, folgt nochmal ein einzelner Fächer. 2 Maschen freilassen und in die dritte den Fächer mit 3 Stäbchen. So, ich häkle dann jetzt bis zum Ende und dann sehen wir uns zur nächsten Reihe wieder. Bis gleich. Am Ende der Reihe angekommen, habe ich jetzt hier den großen Fächer, lasse wieder 2 Maschen frei, häkle noch den Fächer mit den 3 Stäbchen, um den Bogen nach oben abzuschließen. Und habe jetzt noch 2 Maschen. Eine muss wie am Anfang wieder frei bleiben. Und in die letzte häkeln wir ein Stäbchen. Ja, und das war ja die erste Reihe. Für die zweite Reihe machen wir wieder 3 Wendeluftmaschen. Und nun häkeln wir nicht mehr in die Maschen selbst hinein, sondern immer in diese Löcksken, die sich hier zwischen gebildet haben. Das heißt, dieser Fächer, den arbeiten wir jetzt für die nächste Reihe hier hinein und arbeiten einfach um die Kette herum 3 Stäbchen. So, ich setze mir aber hier den Marker, um da dann das Endstäbchen reinzusetzen, auf dem Rückweg. Nun in diese große Lücke um die Kette herum 3 Stäbchen. Drei Luftmaschen und 3 Stäbchen. Dann zwischen diesen beiden Fächern wieder diesen Dreierfächer aus 3 Stäbchen. Und somit haben wir dann jetzt den ersten Bogen wieder nach oben fertig. Jetzt folgt der Bogen nach unten. Dieser besteht im Grunde aus ein Löcksken links, ein Löcksken rechts und das Löcksken in der Mitte. Dieses hier in der Mitte bleibt unbehäkelt, da dieses ja die Spitze nach unten bildet. Also werden wir jetzt zwischen dem Dreierfächer und den 3 gemeinsam abgemaschten die nächsten gemeinsam abgemaschten Stäbchen setzen. Also auch wieder um die Kette herum 3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Damit jetzt der Bogen nach unten bestehen bleibt, bleibt jetzt wie gesagt das hier frei und wir setzen die nächsten 3 gemeinsam abgemaschten Stäbchen in das Löcksken danach hinein. Also bis hierhin geht der Fächer nach oben und das hier ist der Fächer nach unten. Ihr setzt die 3 gemeinsam abgemaschten Stäbchen immer davor auf der linken Seite und dahinter auf der rechten Seite. Somit bleibt dann hier immer diese schöne Spitze nach unten. Also nicht danach, sondern immer davor setzen. Und auf der anderen Seite immer danach setzen. Und in der Mitte bleibt unberührt. Als nächstes dann wieder zwischen diesen beiden Fächern, also dem Dreierfächer und dem großen, wieder 3 Stäbchen.
Und dann wieder einen großen Fächer aus 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen und 3 Stäbchen um die Kette. Danach wieder einen normalen Fächer aus 3 Stäbchen. Und somit ist die Spitze nach oben wieder fertig. Und dann kommen wieder die 2x3 gemeinsam abgemaschten Stäbchen. So, und die haben wir jetzt hier. Also hier die beiden. Das heißt, das nächste wird hier und hier reingesetzt und das hier bleibt unberührt. Und dann geht es immer so weiter bis zum Ende. Und dann sehen wir uns nochmal zum Abschluss der Reihe. Bis gleich. Und am Ende dann, eigentlich muss man sich auch gar keinen Marker setzen. Bei dieser großen Nadel sieht man das auch so. In die 3. Luftmasche von unten angezählt. Ein Stäbchen häkeln. So. Und das war's auch schon. Ganz easy. Die nächste Reihe wieder mit 3 Luftmaschen nach oben. Dann hier ins erste Löckchen ein Fächer aus 3 Stäbchen. In den großen Fächer wieder einen großen Fächer. Daneben wieder 3 Stäbchen. Und wie schon gesagt, bei den gemeinsam abgemaschten Stäbchen davor und dahinter. Die Mitte bleibt unberührt, denn die bildet die Spitze nach unten. So, ich werde jetzt weiter häkeln, bis mir der Schal lang genug ist und dann zeige ich euch eigentlich nur noch das Endergebnis. Viel Spaß beim Häkeln, lasst die Nadeln glühen und bis gleich. So, zurück nach 122 Reihen mit einem Farbverlaufsbobbel hat mein Schal ungefähr plus minus eine Länge von 2 Meter erreicht. So finde ich, kann man den richtig schön um den Hals wickeln. Und wie ihr seht, ist jetzt nicht zu breit. Und dann geht's los. Ich habe mir einen Bobbel ausgesucht, der von Weiß in Beige. Danach in so ein Khaki-Grün, Schwarz und Schwarz dann in Weiß. Das sieht dann so ein bisschen gräulich aus. Dann wieder halt in so einem Creme, Khaki und zum Schluss Schwarz. Somit habe ich dann Anfang und Ende in Schwarz-Weiß gewählt. Und mir gefällt er wirklich sehr, denn wenn ich ihn dann anziehe, kommt die Farbgebung richtig cool rüber. Das Ganze zeige ich euch jetzt gleich noch an der Puppe, wie das getragen aussieht. Ja, und ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir in den Kommentaren. Ansonsten alles zu Nadelstärke, Wolle und Verbrauch. Und Größe dieses Schals, natürlich nur mit dieser Nadel und dieser Wolle oder Wollstärke, findet ihr wie immer unter dem Video in der Infobox. Ansonsten vergesst nicht, eure Bewertung da zu lassen. Über jedes Däumchen nach oben freue ich mich natürlich wie immer sehr. Ihr findet mich auf Facebook und Instagram. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Lasst die Nadeln glühen, Mädels. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.